Ich bin auf einen USB-Stick aufmerksam geworden, welcher ermöglicht, für nur 15 € jedes MP3-fähige Gerät mit DAB+ nachzurüsten. Ob und wie das Ganze funktioniert, sowie was dahinter steckt, seht ihr gleich. Diese universellen DAB+ USB-Sticks gibt es in verschiedensten Online-Shops. Meiner hat eine feste Antenne und kam per eBay direkt aus China. In der kleinen Schachtel befindet sich nur eine Kurzanleitung sowie der eigentliche USB-Stick. Der Stick hat eine einfache Drahtantenne, eine Status-LED sowie einen Knopf. Nun kommen wir aber zum Genialen an diesem günstigen Empfänger. Ihr benötigt nämlich keine spezielle Software zum Hören von DAB+. Ihr steckt den Stick einfach in einen USB-Port an zum Beispiel eurem PC und drückt dann den Knopf zum Starten des Sendersuchlaufs. Ist diese abgeschlossen, erscheint der Empfänger am PC als Speichermedium, auf welchem alle gefundenen Sender als MP3-Datei zu sehen sind. Zum Abspielen öffnet ihr einfach die MP3-Datei eures gewünschten Senders mit einem Doppelklick und nach ein paar Sekunden solltet ihr Live-Digitalradio hören. Manic. I was on top of the world, writing until 5 in the morning, doing 4 sessions a day, meeting new people, telling them my whole life story. Am Computer gibt es natürlich Alternativen, wie zum Beispiel Welle.io. Aber das Geniale ist, dass dieser günstige USB-Stick mit jedem Gerät kompatibel ist, welches MP3 unterstützt. Somit kann man also für wenig Geld zum Beispiel DAB+ im Auto nachrüsten oder ohne zusätzliche Geräte an einem Bluetooth-Lautsprecher mit USB-Unterstützung Digitalradio hören. Die Möglichkeiten sind quasi endlos, da viele Geräte ja MP3-fähig sind. Auch kann man sich mit einem kleinen Singleboard-Computer ein portables DAB+-Radio selbst bauen. Einen kleinen Test dazu habe ich bereits mit einem Chip-SBC gemacht und auf Twitter gepostet. Der Stick ist also echt super für diesen Preis, aber was geht darin vor? Den Teardown seht ihr gleich. Du willst mich und meine Projekte unterstützen? Dann werde mein Patreon auf patreon.com/tysonpower oder spende mir per paypal.me/tynet.eu. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Das Plastikgehäuse ist mehr oder weniger einfach zu öffnen und wird nur durch ein paar Plastikclips zusammengehalten. Die einseitig bestückte Platine beherbergt neben einigen Standardkomponenten nur 2 Mikrochips. Diese habe ich mir mal ein wenig genauer angesehen. Der kleinere Chip in der Nähe der Antenne ist ein FC8080 der Firma FCI, welcher für den Empfang und die Demodulation des Signals zuständig ist. Dieses kleine schwarze Viereck beinhaltet alles, was man zum Empfang von DAB+ benötigt, inklusive Signalverstärker, Demodulator sowie Audio- und Videoencoder. Man gibt also einfach nur ein Funksignal in den Chip und bekommt Audio und Video heraus. Ich habe herausgefunden, dass dieser auch im Samsung Galaxy S5 verbaut wurde und dort auch als DAB-Empfänger diente. Es scheint sich also um gar kein so schlechtes Produkt zu handeln. Der größere Chip ist ein 32-Bit-Mikrocontroller der Firma MV Silicon. Dieser bietet einen 240 MHz schnellen 32-Bit-Prozessor und dürfte Ähnlichkeiten mit den bekannten STM32-Chips haben. Neben dem 16 Mbit großen Flash-Speicher und 224 KB RAM besitzt er einen FFT-Beschleuniger, welcher für die hier benötigte Audioprozessierung gut geeignet ist. Der Controller wird also den Speicherstick simulieren, den Funkchip steuern sowie die Audiodaten in das MP3-Format konvertieren. An sich ist der USB-Stick also wirklich simpel aufgebaut, was auch den niedrigen Preis erklärt. Ich kann den Stick auf jeden Fall empfehlen und habe mir selbst noch einen zweiten gekauft. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.